Wann wurdest du das letzte Mal eigentlich so richtig mitleidig angeschaut, nur weil du solo auf einer Feier aufgetaucht bist? Oder hast den Klassiker von Oma kassiert? Mensch, du bist doch so hübsch. Wie kann es sein, dass du immer noch Single bist? Ja, meine Oma wäre stolz auf mein Aussehen. Beim Beziehungsstatus hätte sie noch Fragen. Wir haben 2026. Wir reden über Raumfahrt, KI und die Zukunft. Aber ein Mensch, der sagt, hey, ich bin Single und mir geht es gut damit, bringt immer noch die halbe Welt aus dem Konzept. Plötzlich wird gezweifelt. Es wird gesucht, als müsste man dich retten, obwohl du eigentlich gar nicht untergehst. Studien zeigen, dass viele Singles heute glücklicher sind als Menschen in festen Langzeitbeziehungen. Vor allem Frauen gewinnen dadurch Zeit und Glück zurück, weil sie nicht ständig die Care-Arbeit für zwei machen müssen, also den Haushalt schmeißen. Das ist kein Wunschdenken, das sind Fakten. Aber wenn du das laut aussprichst, bekommst du kein Nicken, sondern Skepsis. Es gibt diesen Begriff Single-Shaming. Es ist eine subtile Annahme, dass dein Leben eigentlich eine komplette Baustelle ist, solange kein zweiter Name am Klingelschild steht. Als wäre dein Single-Dasein eigentlich nur ein Wartezimmer für das echte Leben. Wir werden so erzogen, dass wir denken, ein Partner sei die notwendige Bestätigung für unseren Wert als Mensch. Aber wer hat eigentlich festgelegt, dass Glück erst ab zwei Personen beginnt? Und warum gilt eine schlechte Beziehung immer noch als normal, während freies Alleinsein sofort bemitleidet oder repariert werden soll? Weil unser ganzes System auf der romantischen Paarbeziehung als ultimatives Ziel aufgebaut ist. Versicherungen, Steuerklassen, Immobilien. Als Single bist du gefühlt eigentlich nur ein halber Mensch. Wir schleppen hier eigentlich einen Beziehungsstatus aus dem letzten Jahrhundert mit uns herum, denn früher galt die Ehe oder auch die Beziehung als eine Art Überlebensstrategie. Heute ist es optional. Da sind keine modernen Lebensentwürfe mehr, denn wenn du nämlich beweist, dass man alleine glücklich sein kann, stellst du das Konzept von Millionen Menschen in Frage, die vielleicht nur in einer Beziehung leben, weil sie panische Angst vor der Stille haben. Es ist einfacher zu glauben, du redest dir das ein oder du redest dir das schön, als zu akzeptieren, dass Freiheit eine echte Option sein kann. Single zu sein gibt dir Raum, dich besser kennenzulernen. Und das geht in vielen Beziehungen leider oft verloren, denn du lernst deine eigenen Bedürfnisse von fremden Erwartungen zu unterscheiden. Du baust dir ein Leben auf, das auf deinen eigenen Werten basiert und nicht auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner einer Partnerschaft. Das macht dich innerlich stark, aber für viele wirkt diese Unabhängigkeit leider immer noch bedrohlich. Ein Mensch, der niemanden braucht, um sich vollständig zu fühlen, ist schwerer zu kontrollieren und schwerer in traditionelle Muster zu pressen. Und das ist für viele ein Fehler. Ich saß zum Beispiel mal mit Freunden bei einem Abendessen zusammen und jeder hat dann so seine Gespräche, Hausbau, Kinder, Zukunft, Job, und dann kam ich mit meiner Soloreise und plötzlich kippte das. Also es war auf einmal so still. Na, man wusste jetzt nicht, was soll man darauf antworten, bis dann eine Freundin sagte, keine Sorge, du wirst schon noch deinen Traummann finden. Okay, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich reise nicht alleine, weil ich einsam bin. Ich reise alleine, weil ich es kann und will. Oder als ich in Griechenland war, schrieb mir jemand auf Social Media, das ist ja alles toll, aber ich glaube, Gott hat dir vergessen, die Liebe zu schenken. Er hat völlig ignoriert, dass ich freiwillig allein in Griechenland bin und hat seine Angst vor dem Alleinsein auf mich projiziert. Er hat das Alleinsein als Mangel angesehen. Das sind so tief verwurzelte Normen, die eigentlich gar nicht mehr in die heutige Zeit passen, bin ich der Meinung. Wenn es nach meiner Mutter ginge, säße ich schon längst bei Bauer sucht Frau auf dem Traktor. Also wenn ich mich nicht bald verliebe, lande ich bei RTL und nicht bei Love is Blind, denn Netflix guckt sie ja nicht. Insider, wenn ihr mich da mal seht, ne? Ich werde nicht heiraten, ne? Ich gehe nur zur Unterhaltung rein. Ja, meine Mutter, ne? Meine Mutter möchte Entertainment. Kinderlos zu sein, das triggert, ja. Aber Single sein triggert auch. Es gibt Menschen im Leben, die kämpfen für ihre Freiheit und wir wissen manchmal nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ich frage mich immer wieder, muss man das Single-Sein heutzutage wirklich noch als Mangel betrachten? Ist Single-Sein wirklich noch ein Schicksalsschlag oder doch eher nur ein Status? Und ich frage mich, muss man erst jemanden finden, um das volle Glückslevel freizuschalten, oder ist das nicht eher subjektiv? Schreib mir mal deine Gedanken zu diesem Thema in die Kommentare. Was denkst du darüber? Vielleicht hast du ja ein ganz anderes Lebensmodell, Liebesmodell. Ja, und schau dir gerne meine anderen Videos an, denn nächste Woche Sonntag bin ich vermutlich wieder hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!